Was ist Heilung? Meine Kollegen, ich darf diese zentrale und von der Psychoanalyse nicht definierte Frage in den Raum stellen und weiterfragen, wie gelingt Heilung? Unser technisches Seminar gibt mir die Möglichkeit, ganz offen mit Ihnen zu sprechen, und ich behaupte, wir geben uns zu früh zufrieden. Wir sagen geheilt, wenn das Symptom scheinbar verschwunden ist, aber wir werden getäuscht durch gefälliges Verhalten der Patienten. Sie antworten bloß, was wir hören wollen. Aber die Psychoanalyse kommt nicht weiter, wenn wir nur frei assoziieren. So wie es eine Physiologie des normalen Körpers gibt, obwohl nicht zwei Menschen körperlich gleich gebaut sind, so gibt es auch im Seelischen eine zweckentsprechende Grundstruktur. Ich habe folglich die Funktion des Orgasmus als zentrales Moment gewählt, auch weil ich bei all meinen Patienten eine genitale Störung festgestellt habe. Meine Herren, es kann für uns keine Tabus geben und wir dürfen keine Angst vor den gesellschaftlichen Konsequenzen unserer Arbeit haben. Sie wähnen sich im Irrtum. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine ehemalige Patientin wurde von zwei Kollegen als geheilt entlassen, ja sogar ob ihres Sexuallebens bewundert. Die Frau kam zu mir, weil sie sich trotzdem krank fühlte. Hier ihre eigenen Worte. Sie haben gleich meine falsche Freundlichkeit erkannt, entdeckt, dass ich eine falsche Ja-Sagerin bin und dass ich meine lebhafte Erotik bloß als Abwehr gegen Aggression und Depression benutze. Sie haben mich aber als all das akzeptiert und nur meine Eitelkeit und Falschheit bekämpft. Meine Kollegen, wir müssen mit dem Patienten in all seiner Erscheinung arbeiten. Worte können lügen, der Ausdruck lügt nie. Langsam. Nicht die Rohre berühren. Wo ist deine Mütze? Habe ich vergessen. Und wie lange soll ich in diese Richtung schießen? Wir schießen nicht. Abziehen. Wir sind soweit. Lass uns beginnen. Wir müssen drehen auf Nordwest. Wir entziehen der Atmosphäre das schlechte Dor und stimulieren damit die vergiftete Atmosphäre. Und wenn wir das tun, helfen wir der Luft. Und die Luft regeneriert sich selbst. Ja, ich verstehe. Und dann wachsen die Blumen. Danke. Da. Papa? Zum Wohl, Papa. Prost. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Du musst keine Angst haben, Peter. Hast du schon hinausgesehen? Wahnsinn. So viele Sterne. Eine Sternschnuppe. Da war eine Sternschnuppe. Dann darfst du dir was wünschen. Schlaf gut. Peps.
mir nichts von dieser Vorladung gesagt. Diesmal musst du wirklich vor Gericht erscheinen. Was? Sie werden dich verurteilen. Wir brauchen einen Anwalt. Ich verteidige mich selbst. Du musst Hilfe annehmen. Ich weiß, was gut für mich ist. Fahrt schon mal vor. Ich muss das hier erst zu Ende bringen. Die Gesundheitsbehörde hat bewiesen, dass diese Kisten keinen medizinischen Zweck erfüllen und nicht heilen können. Dr. Reich hat diese Kisten vermietet, obwohl ein Gerichtsbeschluss ihm ausdrücklich untersagt hatte, dies zu tun. Er hat sich somit eindeutig strafbar gemacht. Seine Weigerung, dem Urteil zu folgen, zeigt, dass er unser Land und unsere Gesetze nicht respektieren will. Das war schon in Europa so. Ein Sexguru, ein Arzt, der behauptet, Wunder zu vollbringen. Ein Mann, der Bücher geschrieben hat über die Funktion des Orgasmus und über sexuelle Freiheit. Diesen Mann muss man als Gefahr für unsere Gesellschaft betrachten. Und seine Entdeckung, diese Orgonenergie, das ist einfach Unsinn. Ihre Existenz ist nicht nachweisbar. Es ist die Fantasie eines Scharlatans. Ich bin kein Rechtsexperte, aber ich weiß, dass man nicht auf der falschen Straßenseite fahren darf. Und ich denke, in meinem Fall hat das Verfahren selbst die Wahrheit verdeckt. Es ist vollkommen unmöglich für ein Gericht, selbst für den politisch Motivierten, zu verstehen, welche Ergebnisse wissenschaftlicher Grundlagenforschung wahr sind und welche nicht. Und wenn dies so weitergeht, geht künftig jede Suche nach Erkenntnis unweigerlich vor die Hunde, wenn ich das mal so sagen darf. Euer Ehren, wenn es dem Beklagten darum geht, eine Rede zu halten, möge er sich doch eine Halle mieten. Aber wenn er dem Gericht etwas zu sagen hat, schlage ich vor, dass er sich direkt an Euer Ehren wendet. Ich glaube, das Abwenden vom Gericht war eine unwillkürliche Bewegung. Danke. Ich würde jetzt gerne darum bitten, dass der Staatsanwalt Hills in den Zeugenstand tritt. Oh, Einspruch, Euer Ehren. Dafür wäre ein schriftlicher Antrag nötig. Den hat Dr. Reich gestellt, der Form entsprechend. Treten Sie in den Zeugenstand. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Bitte befragen Sie den Zeugen, Dr. Reich. Danke. Mr. Hills, wie lange kennen wir uns beide schon? Und, Sie waren ja nicht immer Staatsanwalt. Habe ich nicht recht? Einspruch, das ist keine eindeutige Frage. Euer Ehren, es geht hier nur um einen klaren Verstoß gegen ein Gerichtsurteil aus dem Jahre 19... Mr. Hill, Sie sind verpflichtet, in Ihrer Eigenschaft als Zeuge zu antworten. Bitte präzisieren Sie Ihre Frage. Danke, Euer Ehren. Und ist es nicht wahr, dass Sie vor ungefähr 10 Jahren nicht gegen, sondern für mich gearbeitet haben? Mr. Hills, denken Sie mal nach. Da wird das Institut aufgebaut. Sie und ich. Danke. Also, ich lasse in meinem Gerichtssaal keine Treibjagd zu. Und es ist mir egal, welche Behörden hier ihre Finger im Spiel haben. Dies ist ein amerikanisches Gericht. Das heißt, dass vor diesem Gericht alle gleich behandelt werden. Und wenn ich bei der Untersuchung feststelle, dass Sie befangen sind, werden wir den Fall neu aufrollen. Das ist lächerlich. Es ist über 10 Jahre her. Mr. Klein, warum wählte die Gesundheitsbehörde Mr. Hills als Vertreter der Anklage? Die FDA hat ihre eigenen Gründe und die Fakten sprechen für sich selbst. Wir sollten diesen Fall schnellstens zum Abschluss bringen. Ich komme hier mit meiner Arbeit gut voran. Aber man hat deine Arbeit für wertlos erklärt. Du brauchst einen Anwalt. Mein letzter Anwalt sitzt jetzt auf der anderen Seite und arbeitet gegen mich. Die Geschworenen reagieren auf Sie mit Befremden. Sie argumentieren viel zu spontan und emotional. Und das macht Sie zu einem Verdächtigen. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand lügt und wann, dann müssen Sie die Veränderung in Stimmlage, Gestik und Atmung beobachten. Und jetzt darf ich Sie bitten, mich mit meiner Tochter allein zu lassen.
willst es nicht anders. Aber ich halte es nicht aus, wie du alles um dich herum zerstörst mit deiner Dickköpfigkeit. Du hast einen Kopf wie aus Eisen. Du auch. Bitte, setzen Sie sich, Dr. Hamilton. Ich bitte Sie, ein psychologisches Gutachten über Dr. Reich zu erstellen. Sonst noch was, Euer Ehren? Stellen Sie fest, ob er zur Tatzeit vielleicht nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen ist und daher für seine Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Natürlich. Und machen Sie ihm klar, dass er sich ohne einen Anwalt mit Sicherheit sein eigenes Grab schaufelt. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und Frauen sind nur Spieler. Draußen sind die Wiesen, Natur unter strahlenden Sternen. Hohes Gras bewegt sich in sanftem Wind. Die Wiesen sind nicht mehr verwurzelt mit dem Theater der Menschen. Wir sind Fremde geworden. Häftling Reich, Sie haben Besuch. Einen Moment. Schreib das nur noch zu Ende. Hoch. Guten Tag, Dr. Reich. Mein Name ist Dr. Hamilton. Guten Tag. Bitte. Und was kann ich für Sie tun? Das Gericht besteht auf eine psychiatrische Untersuchung. Haben Sie das schon einmal gemacht? Einen Kollegen untersucht? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Möchten Sie vielleicht etwas zu trinken? Ja. Wird hier gut für Sie gesorgt? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Wir können mit der Untersuchung beginnen. Was glauben Sie, warum Sie hier sind? Ich glaube nicht, ich weiß es. Und ich weiß auch, warum Sie hier sind. Ach ja? Können Sie mich aufklären? Ich werde es versuchen. Fangen wir nochmal an. Waren Sie sich dessen bewusst, dass Sie durch Vermietung dieser Kisten gegen eine gerichtliche Verfügung verstoßen haben? Das sind keine Kisten. Das sind Orgonakkumulatoren. Dieses Orgon, was ist das genau? Sie haben sich vor ein paar Jahren mit Einstein getroffen. Was meinte er dazu? Was kümmert mich jetzt Einstein? Ihre Meinung ist jetzt wichtig in meinem Fall. Meine Meinung ist nicht wichtig. Aber ja doch. Alle Ihre Ängste, Sehnsüchte und Wünsche beeinflussen alles. Und natürlich auch diese Untersuchung. Glauben Sie nicht, das gilt auch für Sie? Dr. Reich, ich bin jetzt nur an Ihrer Meinung interessiert, nicht an meiner. Und was die anderen Leute denken, ist mir bekannt. Geben Sie mir oder sich selbst keine Chance, dann... Verfolgen Sie eigentlich meinen Prozess? Was für eine Chance habe ich? Welches Recht haben die, mich von meiner Arbeit abzuhalten? Würden Sie uns bitte einen Aschenbecher bringen? Die Orgonbehandlung lädt die roten Blutkörperchen auf, damit wird das Blut der Mäuse resistenter gegen Zerstörung. Du erwähntest das Phänomen erhöhter Temperatur. Woher kennen wir dieses Phänomen noch? Vom Sonnenbad? Sehr lustig.
Fieber? Ja, sehr gut. Ein überaus bekanntes, aber bis heute noch ungeklärtes Phänomen. Dank unserer Analyse von lebenden Blutproben haben wir die Möglichkeit, durch unsere Methode Krebszellen früher zu entdecken, als dies mit anderen Verfahren möglich ist. Verzeihen Sie, aber als Arzt verstehe ich weniger von physikalischen Prozessen. Was genau ist denn die Wirkung des Akkumulators? Die Grundfunktion ist die Belebung der natürlichen plasmatischen Pulsation. Physik, Chemie, Medizin darf man sich nicht separiert vorstellen. Alles auf dieser Welt wirkt zusammen und ist voneinander abhängig. Aber das könnte das Problem sein. Ich meine, soweit ich weiß, haben wir seit Descartes, im Bereich des Denkens und im Bereich der Forschung immer Geist und Materie getrennt gesehen. Für die französische Revolution ist es ein Triumph gewesen, dass man Kirche und Staat trennte. Aber für die Erforschung unseres Lebens ist es eine Katastrophe. Wir müssen weiter zurückgehen zu den alten Griechen, um ihr ganzheitliches Weltbild zu studieren. Pantarei. Alles fließt. Danke. Mein lieber Hills, Ilse hat das Sauerkraut extra für Sie gemacht. Tut mir leid für das Chaos, aber mit Praxis und Labor platzen wir hier aus allen Nähten. Ich hörte, Sie haben eine Verabredung mit Einstein. Ja, nächste Woche. Er ist sehr interessiert an der Temperaturerhöhung innerhalb des Akkumulators. Und wir werden ihm dafür konkrete Beweise liefern müssen. Wollen Sie mich begleiten, Paul? Das wäre eine große Ehre. Was machen unsere Patentanträge, Hills? Die meisten habe ich fertig. Ich hoffe nur, dass Ihre Arbeit nicht als Wahnvorstellung eines Scharlatans abgetan wird. Schließlich haben wir es mit dem Ursprung des Lebens zu tun, womit sich nur wenige beschäftigen. Also, solange Sie keine Beweise für Ihre Entdeckung vorlegen können, wird man Sehen wohl... Sie, Dr. Reich, es ist offensichtlich, dass die meisten Ihnen nicht zuhören. Geschweige denn Ihren Forschungsergebnissen glauben. Aber Ergonomie ist keine Glaubensfrage. Es geht um Beobachtung und Erfahrung. Sehen Sie, heutzutage ist Krebs eine Krankheit, die allen Menschen Angst macht. Und wenn Sie wirklich eine Heilmethode entwickeln... Hills, hören Sie. Unsere Verletzungen, unsere Traumata sind wie große Steine, die auf dem Grund eines tiefen Flusstals liegen. Aber das Leben sind die Boote, die oben auf dem Wasser schwimmen. Ist der Wasserstand niedrig, muss das Leben darauf reagieren. Muss komplizierte Ausweichmanöver vollführen und Wege suchen, die weniger tückisch sind. Aber wenn der Wasserstand, die Energie hoch ist, dann kann das Leben Fahrt aufnehmen. Krebs ist vermutlich nichts weiter als die Lebensenergie in einem Zustand des Kampfes gegen Einschränkung und Unterdrückung. Einstein könnte wirklich hilfreich sein. Einstein sagte, wenn es möglich wäre, das, was im Akkumulator geschieht, die Wärmeentwicklung ohne Energiezufuhr zu beweisen, wäre dies eine Bombe für die Physik. Hoffentlich ist er nicht zu sehr mit seiner eigenen Bombe beschäftigt. Oder damit nichts gegen deren Bau zu unternehmen. Vielen Dank. Das Essen war köstlich. Danke. Ich werde mich lieber weiter mit den Anträgen beschäftigen. Danke. Sie entschuldigen mich. Doktor, sehen Sie sich das bitte mal an. Fantastisch. Und habt ihr auch sicher genügend viele Proben untersucht? Das ist die 6. Probe, die ich C23 entnommen habe. Ah, du hast den Krebs überlebt, der für deine ganze Familie tödlich war. Hm? Glaubst du nicht, dass es Hills nur um seine Karriere geht und nicht um unsere Arbeit? Wilhelm, er ist Anwalt, was erwartest du? Er macht nur seine Arbeit. Und du?
Ich habe mir dich ausgesucht. Bereust du's? Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Du bist nervös wegen Einstein. Nie lange habe ich mich nach so einer Partnerin gesehnt. Ich kenne deine Wünsche. Die Zahlungen für die neuen Laborgeräte. Ja. Und die nächste Lieferung Mäuse. Ja. Hast du es gesehen? Die letzte Lieferung hat Babys bekommen. Gehen wir doch mal zu einer Party. Hm? Was soll so einer wie ich auf einer Party? Tanzen. Wir könnten auch hier tanzen. Hey! Ha! Wo ist der Geschäftsführer von dem Laden? Wo ist der Mann da? Ich will wissen, wer mir in die Hosen geschissen hat! Nein! Sag mir! Thomas! Wer hat mir in die Hosen geschissen? Beruhig dich! Tja, lieber Paul, es ist Ihr Patient. Aber riskieren Sie nicht zu viel. In so einem Fall hilft nur ein chirurgischer Eingriff. Aber er ist noch nicht mal 18. Geben wir ihm noch eine Chance. Geben wir ihm eine Chance oder Ihnen? Es gibt keinen Grund, um nervös zu sein. Sagst du mir bitte deinen Namen? Der steht doch auf dem Papier. Aber ich frage, ob du ihn mir sagen möchtest. Thomas W. Hartford. Thomas? Gut. Würdest du dich da drüben hinlegen und mit mir ein wenig atmen? Ich weiß, in deinem Alter kommt einem das komisch vor. Ja, aber wir können es ja mal versuchen. Ja? Ja. Wollen Sie nicht wissen, wie verrückt ich bin? Warum muss ich mich hier hinlegen? Ach, wer weiß schon, wer verrückt ist. Leg dich hin. Und atme einfach. Können Sie mir nicht Tabletten geben, dann sind alle beruhigt. Atme. Mach dir den Hals auf. Versuch nicht, etwas zu erzwingen. Ein- Ausatmen. Ich kann nicht, es schmerzt. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Hab keine Angst. Menschen können sterben vor Angst. Angst vor der Wahrheit, Angst vor dem Leben. Atme weiter. Das Problem ist hier oben! Hier oben ist das Problem! Fahren Sie zur Hölle, Sie reden wie meine Eltern. Atme weiter. Atmen, weiter atmen. Lass deine ganze Wut heraus. Aber nicht mit dem Atmen aufhören. Hab keine Angst, wein ruhig. Sie bringen meinen Sohn um. Hören Sie auf. Kommen Sie weg da. Thomas Senior, komm und hilf mir. Oh mein Gott. Sie müssen vollkommen verrückt sein. Sie verdammter Quacksalber. Sowas wie Sie gehört verhaftet. Armer Junge. Tut mir leid, die Eltern mitzubringen war ein Fehler. Das ist eben Vorschrift. Der Bursche ist nicht schizophren, nur äußerst neurotisch, verschlossen und kurzatmig. Ich kann das, glaube ich, nicht noch länger gleichzeitig machen. Meine Arbeit bei Ihnen
meine Arbeit im Krankenhaus. Sie müssen lernen, Ihren eigenen Weg zu finden, auch wenn um Sie herum alles zusammenbricht. Und was bewahrt mich davor, mich selbst zusammenzubrechen? Dr. Reich, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich bin Dr. Bartmann, Einsteins Assistent in theoretischer Physik. Ich habe Ihre These untersucht und ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie sich irren. Ihr Akkumulator hat keinerlei physikalische Wirkung. Und diese Energie, wie nennen Sie die noch? Wie auch immer, nachweisbar ist sie nicht. Ihre Heilerfolge sind womöglich nur Zufallstreffer und nicht mehr. Physik ist aber eine exakte Wissenschaft im Gegensatz zur Psychoanalyse, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ist es auch Einsteins Meinung? Du nennst emotionale Degeneration eine Seuche. Damit müsste unser Übersetzer etwas anfangen können. Aber er hat Probleme mit dem Begriff Panzerung. Es gibt dafür keinen medizinischen Begriff im Englischen. Ich weiß, weil ich es entdeckt habe. Sage ihm, er soll es meinem deutschen Wort entsprechend übersetzen. Panzerung, Armoring. Aber Wilhelm, du schadest dir womöglich mit so erfundenen Begriffen. Ich meine, gerade jetzt nach Einsteins Ablehnung. Ja, Ilse, bitte keine Diskussion. Armoring ist der perfekte Begriff. Schön ist es hier oben, oder? Wir sollten hier ein Labor bauen. Genau da drüben. Mit großen Fenstern, wo den ganzen Tag die Sonne hineinscheint. Wir können uns das nicht leisten. Wir müssen. Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen? Weitermachen, was sonst? Einstein befürwortete den Bau der Atombombe. That's not my mission. Meine Überzeugung ist, dass man der Angst auf dieser Welt nicht mit Massenvernichtungswaffen beikommt. Also haben Sie es nicht nochmal versucht? Nein, ich habe ohne seinen Segen weitergemacht. Das Atomzeitalter hat begonnen, in dem Angst das effektivste Mittel zur Manipulation der Menschen ist. Der Wettlauf um die Weltherrschaft, um jeden Preis, mit allen Mitteln. Meine Herren, ich bin weder Politiker noch Soldat. Ich bin Wissenschaftler. Aber ich bin mir der heiklen Situation durchaus bewusst. Danke für Ihr Verständnis. Bitte kommen Sie jetzt zur Sache. Seit vielen Jahren habe ich schizophrene Patienten behandelt. Und ich habe festgestellt, dass durch Auslöschung von Erinnerungen gleichzeitig auch die Symptome verschwinden. Auslöschen von Erinnerungen? Schizophrenie? Wovon sprechen Sie? Ich spreche von einer Behandlung, mit der Sie Ihre Kriegsgefangenen zu Mitstreitern machen werden. Und in Bezug auf Ihre eigenen Leute spreche ich von einer Behandlung, die diese befreien wird, von jeglichem falschen Gedankengut. Fahren Sie ruhig fort. Nicht nur der atomare Wettlauf, auch der Wettlauf um das menschliche Gehirn entscheidet unsere Zukunft. Offenbar haben die Kommunisten bereits damit begonnen.
Wenn wir schnell und effizient sein wollen, müssen wir von unserem Feind lernen und Moral und Ethik vergessen. Und solange wir die Angst vor der roten Gefahr heraufbeschwören, haben wir die Bevölkerung auf unserer Seite. Ich nehme an, die CIA hat bereits grünes Licht aus Washington für dieses Forschungsprojekt? Wir haben eine kanadische Universitätsklinik gefunden, in der wir das Programm außerhalb der USA starten können. Hier in Kanada? Gentlemen, ich meine, ein Eingriff in die Abläufe des Gehirns des Menschen verletzt nicht den hippokratischen Eid. Die letzten Sommer sind uns die Ernten vertrocknet auf dem Feld. Noch vor 3 Jahren konnten wir hier Blaubeeren anpflanzen, von hier bis rauf zu dem Hügel da. Die Erde war saftig und wir machten alles Mögliche aus den Blaubeeren. Sehen Sie da drüben das Flimmern in der Luft? Das ist trockene Hitze, eher ungewöhnlich. Und da drüben, sehen Sie den Unterschied? Diese Hügelkette ist ein Segen für uns. Sie wirkt wie eine Wetterwand. Ja, wenn die nicht wären, dann würden wir schon im Bergbau schuften. Hier, sehen Sie, was ich meine? Staubtrocken. Da ist kein Leben mehr drin. Und jetzt kriegt Ihr alter Ford was zu trinken. Und Sie auch. Nein, ich bestehe darauf. Sally! Bring uns den Blaubeerbrandy! Sally, das ist unser Nachbar, Mr. Reich. Mrs. Murphy? Dr. Reich ist Arzt und er erfindet alles Mögliche, richtig? Haben Sie Kinder? Sie kann keine Kinder kriegen. Sally, biete unserem Gast was zu essen an. Danke, vielen Dank. Der Brandy ist wirklich ausgezeichnet. Der Geschmack ist sehr kräftig und doch mild. Nichts im Vergleich zu dem, was er früher war. Die Früchte sind heute einfach zu trocken. Sally, komm, hol mal eine Flasche für den Doktor. Darf ich fragen? Als Arzt natürlich und nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Welche Ursache wurde Ihnen für die Unfruchtbarkeit genannt? Was meinen Sie? Es ist Gottes Wille, ob wir uns vermehren oder ob unsere Saat Früchte trägt. Ja, das Leben ist wahrlich ein göttliches Geschenk. Ist schon Jahre her. Meine Frau hatte eine Fehlgeburt. Mit all den Komplikationen und das war's dann. In meinem Heimatland, da habe ich viele Paare behandelt, die sich Kinder wünschten, aber die Hoffnung aufgegeben hatten, welche zu kriegen. Sie sind doch keiner von diesen Voodoo-Typen, hä? Ich betrachte uns Menschen als Teil der Natur, so wie Sie sich Gedanken machen über die Fruchtbarkeit Ihres Bodens. Die Arbeit macht uns kaputt. Ich weiß, Sie arbeiten hart, was ein Grund mehr ist, um gut auf sich selbst aufzupassen. Kommen Sie mit. Sie sollten jeden Tag eine halbe Stunde da drin sitzen. Und nach ungefähr 2, 3 Wochen kommen Sie beide mich besuchen. Dann werfen wir einen genaueren Blick auf Gottes Plan. Danke für den Brandy.
7,3. Ich wusste gar nicht, dass sein Vater so berühmt ist. Wenn diese Kisten wirklich so toll sind, wie es hier steht, wo kann ich denn eine bekommen? Sonst noch irgendwas für mich? Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was ich Kein sonst... Klatsch oder Tratsch? Hm? Hören Sie, ich weiß nichts. Die Leute... Okay, aber was wissen Sie über diese Sexkisten? Von den Kisten habe ich gehört. Sind Sie frei? Ja. Hören Sie, ich weiß wirklich nichts. Gehen Sie runter zu Beckys am Flussufer. Die können Ihnen bestimmt helfen. So. Wo darf ich Sie hinfahren? Sie haben sich verlaufen, hm? Ich würde gerne nach Orgonon. Dr. Wilhelm Reich lebt dort. Ja, kenne ich. Das ist ja ein Zufall. Der Typ, der hat mich eben auch nach Dr. Reich gefragt. Komm her! Winston! Hier! Winston! So ist drauf! Ah. Hey, Sie sind doch nicht auch Kommunistin, oder? Was meinen Sie damit? Ah, gar nichts. Nur so. Sie sind eine anständige Lady, hm? Aber der Eindruck kann manchmal täuschen. Was redet man denn so über den Kommunistenarzt? Also, hier biegen wir ab. Peng. Kommen Sie, sagen Sie es mir, zu meinem eigenen Schutz. Na, die forschen da irgendwie nach Gott weiß was. Ich kann Ihnen sagen, dieses Pack aus dem Krieg in Europa. Warum um Gottes Willen lassen wir die in unser Land? So, das war's. Da sind wir. Weiter fahre ich jedenfalls nicht. Macht $1,50. Übrigens, ich bin eine von dem Pack und leider Überlebende dieser Massenmorde. Sie behalten den Rest. Schönen Tag noch. Sein Spitzname ist Dr. Frankenstein. Das sollten Sie nicht vergessen. Das Leben und die Gesellschaft lehren uns dies zu fürchten. Die Gründe sind eine größere Thematik, zu der ich später kommen werde. Die Folge davon ist, langsam entwickeln wir Blockaden. Wir schränken unsere Gefühle ein, um uns sicherer zu fühlen. Wir beginnen uns davor zu fürchten, sowohl Trauer als auch Freude tief zu empfinden. Und schon bald sind wir gepanzert. Aber Leben heißt, der Organismus muss sich ausdehnen und zusammenziehen können. In fortlaufender Pulsation. So wie eine... Wie eine Qualle. Wie eine Qualle. Wenn wir dies zu blockieren versuchen, verursachen wir Krankheiten. Vater. Eva? Eva? Meine kleine Eva ist eine Frau geworden.
Lass dich umarmen. Du bist in Amerika seit wann? Ich kam schon zusammen mit Mutter her. Vor 10 Jahren. Und da hast du dich überhaupt noch nicht bei mir gemeldet? Wilhelm, die Nachbarn sind zur Untersuchung da. Ilse, das ist meine Tochter. Eva. Oh, guten Tag. Bitte, Ilse, zeige alles. Entschuldige bitte, meine Patienten warten. Wir hatten genauso einen Hund, als ich klein war. Dein Vater liebt Winston. Er ist der beste Wachhund, den wir je hatten. Mal sehen, wie lange sie ihn am Leben lassen. Weißt du, wir haben hier nicht unbedingt die nettesten Nachbarn. Ich hatte bereits das Vergnügen, vom Taxifahrer ein paar Geschichten zu hören. Willkommen auf Schloss Frankenstein, ja? Es ist wunderschön hier. Dein Vater hat sich seinen Traum erfüllt, inmitten der Natur das Leben zu erforschen. Emotionen haben physiologische, energetisch messbare Entsprechungen. Sieh mal hier, das ist ein Kuss. Eine wichtige wissenschaftliche Grundlage für die Erforschung seiner Entdeckung der Lebensenergie. Orgon, hast du schon davon gehört? Nein. Verzeihen Sie bitte, dass ich störe, aber diese Proben müssen ausgewertet werden. Aber natürlich, Aurora. Darf ich bekannt machen? Dr. Reichs Tochter, Eva. Guten Tag. Guten Tag. Oh, es muss atemberaubend sein, so einen fantastischen Vater zu haben. Atemberaubend, Sie sagen es. Zeigen Sie ihr doch das restliche Labor. Aber sicher. Bitte sehr. Ja, Orgon. Ihr Vater nutzt den Begriff Orgon für die Energie, die man bei den Chinesen seit Tausenden von Jahren Qi nennt. Aber die Chinesen brauchen keine Beweise für die Wirksamkeit. Darf ich fragen, was Sie machen? Ich studierte Medizin. Oh, ich verstehe. Tja, Dr. Reich hat sich hier in Amerika seinen Traum erfüllt. Inmitten der Natur das Leben zu erforschen. Diese berühmten Kisten. Kann ich mal eine sehen? Ja, sicher. Hier. Und wie funktionieren die? Naja, die Orgonforschung beruht auf intensiver Selbstbeobachtung. Also sollten Sie sich erst mal selbst ein Bild machen. Und was soll ich jetzt machen? Tun Sie das, was den meisten Menschen am schwersten fällt. Gar nichts. Erst habe ich gedacht, das bringt auch nichts mit dieser Kiste. Aber dann, als sie Tag für Tag immer lebhafter wurde und dann dieses Ding da... Erzähl du weiter, Sally, sag's ihm. Ich war 3-4 Mal im Akkumulator. Und plötzlich gab es diesen Schmerz in meinem Bauch. Und ich musste aufs Klo und das kam raus. Ich denke, es war höchste Zeit, dass Sie ihn loswurden. Den ungebetenen Gast. Ja, Und wie geht's Ihnen jetzt? ich fühle mich langsam wieder stärker. Doktor, wie funktioniert das? Der Akkumulator aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Und er kann sich befreien von fremden Organismen. Man heilt sich selbst, sozusagen. Ich glaube, wir sollten noch einmal über Ihre Fehlgeburt sprechen. Das belastet Sie immer noch. Aber das war vor Jahren. Damit haben wir abgeschlossen. Mr. Murphy, darf ich mit Ihrer Frau allein sprechen für einen Moment? Es ist manchmal leichter, wenn man nur für sich selbst sprechen muss. Ja, Sie sind der Arzt. Ich warte draußen. Übrigens, erst dachte ich wegen der Kisten, Sie sind ein Verrückter. Da habe ich mich wohl geirrt. Mrs. Murphy, wann genau haben Sie Ihr ungeborenes Kind verloren? Das war vor 6 Jahren. Aber wir nannten es nie ungeborenes Kind. Glauben Sie nicht, dass es schon in Ihrem Bauch ein menschliches Wesen war, das hören und fühlen konnte? Und Gott weiß, was sonst noch. Jahrelang haben wir uns ein Baby gewünscht und wir hatten auch schon einen Namen, falls es ein Junge wird. Sehen Sie? Es hatte auch schon einen Namen. Ja, es sollte denselben haben wie mein Vater. Er starb, als ich noch klein war und
Dann ist das Kind auch gestorben. Erlauben Sie mir die Frage, lieben Sie Ihren Mann? Wir haben viel Schlimmes durchgemacht. Aber ja. Ich frage nur, weil man muss sich lieben, wenn man ein Kind haben will. Da haben Sie eine Rekordzeit studiert, ganz der Vater. Nach der Emigration wollte ich so schnell wie möglich den Abschluss machen. Bitte lass das mal. Und wie war es in dem Akkumulator? Oh, der macht verdammt hungrig. Dein Vater sprach vor Kriegsende sogar mit Einstein über seine Erforschung der Orgonenergie. Aber die Zeit wäre wohl noch nicht reif. Zeit war für meinen Vater schon immer ein Problem. Das gilt für jeden, der seiner Zeit voraus ist. Jetzt sind wir im Einsteinzeitalter. Der Krieg mit Atombomben schwebt über uns wie ein Damoklesschwert. Seien Sie nicht so pessimistisch, Paul. Die atomare Verseuchung ist durchaus eine reale Gefahr. Aber sie schafft auch die absolute Notwendigkeit, über unsere Grenzen hinaus zu denken. So tolerant warst du aber bis jetzt noch nie. Es gibt Zeiten, in denen man tolerant sein sollte. Vor allem, wenn es keinen Ausweg gibt. Aber in deiner Vergangenheit? Bist du deshalb gekommen? Um mich an meine Vergangenheit zu erinnern? Entschuldige, Eva. Wie war es im Akkumulator? Du hast keine Ahnung, was es heißt, wenn man dir seit deiner Kindheit sagt, dass dein Vater ein schlechter Mensch ist. Wenn dir der Kontakt verboten wird, weil ich verrückt geworden bin, du kannst es ruhig sagen. Ich bin gekommen, um mir mein eigenes Bild zu machen. Eva, ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Komm, Eva. Komm. Der Raum ist mit Metall ausgekleidet. Ein einziger großer Akkumulator. Ich habe entdeckt, dass sich in sexuellen Sehnsüchten eine viel tiefere Energie verbirgt. Willst du kein Licht machen? Ich habe Angst, irgendetwas umzuwerfen. Deine Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Lass dir Zeit. Ich glaube, ich kann meine Organe hören. Was ist das? Eine Vakuumröhre. Nachdem sie 2 Monate geladen wurde, haben wir heute plötzlich dieses Licht entdeckt. Vielleicht ein Beweis für die Existenz von Orgonenergie. Das heißt, dass ein Vakuum vielleicht gar nicht leer ist. Eine Energie, die alles ausfüllt. Vielleicht sogar das ganze Universum. Es wirkt so lebendig. Wie kommen Sie voran? Ich denke ganz gut. Allmählich vertraut er mir. Gibt es über diese Sexkisten etwas zu berichten? Er nimmt an, dass die meisten Menschen vor allem an sexueller Blockade leiden. Folglich ist die Reaktion im Akkumulator häufig sexueller Natur. Und? Wie war das bei Ihnen? Viele seiner Patienten berichten von bemerkenswerten Heilerfolgen durch Nutzung der Akkumulatoren. Er hat sogar bei Krebspatienten Erfolge erzielt. Und? Aber Sie könnten in einer eigenen Testreihe beweisen, dass die Akkumulatoren absolut wirkungslos sind. Was meinen Sie damit?
Sie müssen bloß sicherstellen, dass sie nur für kurze Zeit während jeder Sitzung genutzt werden. Sie müssen sofort verschwinden. Der Hund ist immer in seiner Nähe. Was machen Sie denn hier ganz allein am Ufer? Ich habe frische Luft gebraucht. Frische Zigarettenluft? Mögen Sie auch Bäume? Ja. Die sind ein wahres Wunder der Natur. Winston? Ja. Winston? Ja, komm her, komm. Ja, hier. Darf ich? Ich bin Raucher. Sicher. Winston? Ich liebe dieses geerdete Gefühl. Tut mir leid. Ich glaube, ich rauche ehrlich gesagt zu viel. Ja. Das passiert sehr schnell. Aber es sollte niemals das Atmen ersetzen. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Atmen, weil Sie sich da drinnen nicht wohlfühlen. Nein? Dr. Reich, ich bin hier, um Ihren Geisteszustand festzustellen und nicht umgekehrt. Können wir das klarstellen? Sie möchten etwas klarstellen? Zu viel Kontrolle, zu viel Enge macht einen krank. Dr. Reich, ich würde Sie gern verstehen. Lesen Sie meine Bücher, wenn es Ihnen gelingt, eins zu finden. Das Ihre Regierung noch nicht verbrannt hat. Nicht verbrannt, konfisziert. In Europa wurden sie verbrannt, aber nicht wegen meiner Forschungen. Damals war ich ein Jude. Hier bin ich natürlich Kommunist, was denn sonst? Die haben mich gezwungen, meine Bücher selbst zu verbrennen. Aber Doktor, in der Wissenschaft... Wissenschaft? Konventionelle Medizin arbeitet ausschließlich mit toten Gewebe und toten Blutproben. Eine nekrophile Gesellschaft. Aber ich arbeite mit lebendigen Blutproben. Ich frage Sie, wer hat da wohl mehr Einblick in die Prozesse des Lebens? Ha? Wer ist verrückt hier? Wilhelm Reich oder die Gesellschaft? Wenn Ihnen etwas an Ihrem bequemen Leben liegt, dann sollten Sie das wissen. Guten Tag, Thomas. Wie geht es dir heute? Du darfst dich ruhig im Spiegel betrachten. Weißt du, welchen Tag wir heute haben? Wie heißt die Straße, in der du zur Schule gehst? Du gehst doch schon zur Schule, oder? All diese Fragen sind sehr anstrengend für dich. Möchtest du wieder schlafen? Nachdem er 12 Wochen fast nur in künstlichem Tiefschlaf verbracht hat und nach wenigen Behandlungen mit Elektroschocks, ist der Patient fast wieder in seiner Kindheit angekommen. Verraten Sie mir bitte, warum ich das als großen Erfolg melden sollte. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wo traditionelle Psychoanalyse jahrelang nur Schicht um Schicht abträgt, dringen wir mit meiner Behandlung in kürzester Zeit zum innersten Kern des Patienten vor. Und dann, Doktor? Was hoffen Sie da zu finden in dem innersten Kern? Wie hat Aristoteles gesagt? Ein blütenweißes Blatt, auf dem noch nichts geschrieben steht. Eine Tabula rasa. Wir beginnen bald mit Phase 2. Phase 2? Psychic Driving. Depattering and New Programming. Das Blatt neu beschreiben. Darauf warten Sie doch, nicht wahr? Ich hoffe, Sie können meinen Ausführungen folgen und bitte Sie um 2 Milligramm Radium für diese überaus wichtigen Experimente. Ich danke der Atomenergiebehörde für Ihre Zusammenarbeit.
Und meine Hoffnung ist, den negativen Einfluss der Radioaktivität zu neutralisieren. Guten Morgen, Peps. Hast du gut geschlafen? Was sagst du zu deiner Schwester? Hm? Ich habe sie unten am See gesehen. Sie kann gut schwimmen. Ja. Als sie so alt war wie du, waren wir oft schwimmen mit Eva in den Seen in Österreich. Du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Wir werden viel Spaß haben miteinander. Und jetzt solltest du lieber verschwinden. Oder der Schulbus wird ohne dich fahren. Dann laufe ich eben wieder. Ja, ich weiß. Du bist ein Spitzenläufer. 1, 2, 3 und los. Tüt, tüt. Ja, morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Eva. Hast du dieses Geräusch gehört? Wie eine dumpfe Explosion, oder? Ja, die testen auch in unserer Gegend. Wer testet hier was? Das Militär, die Regierung. Gott weiß was. Es ist schade, dass Einstein dir nicht geholfen hat. Aha, findest du? Er hatte, glaube ich, längst aufgegeben. Ja, wie kommst du darauf? Ich habe seinen Brief gelesen, den er an Freud geschrieben hat. Ich erinnere mich an diesen Briefwechsel. Aber da warst du noch ein Kind. Was hat Einstein geschrieben? Er hat sich gefragt, ob die Menschheit auch ohne Kriege zu retten wäre. Und was hat Superfreud geantwortet? Dass es keine Hoffnung gibt. Dass die Menschheit im Grunde auf ewig zwischen Liebe und Hass gefangen ist. Ihr Pessimismus begann sehr früh. Ja. Wie kommst du zu den Briefen? Nun, meine Mutter und Anna Freud sind noch Freundinnen. Ich verstehe. Eva, ich glaube, du solltest diese Anna Freud lieber vergessen. Eva, auf welcher Seite stehst du? Das heißt, ich breche jetzt sämtliche Kontakte zu meinem bisherigen Leben ab. Offenbar nur, weil du es in der Vergangenheit tun musstest. Er hat wohl sein Zerwürfnis mit Freud nie überwunden. Er sprach noch mit Hochachtung von ihm, als alle anderen ihn verhöhnt haben. Ganz besonders diese Anna Freud. Sie verleumdet ihn sogar hier in Amerika. Ja, ich weiß, aber ich will nicht schon wieder zu einer Entscheidung gezwungen werden. Also ist es letztlich Freuds Zurückweisung. Ich habe die traditionelle Psychoanalyse längst aufgegeben, weil ich ganz einfach nicht glaube, dass Millionen von Neurotikern damit geheilt werden können. Therapie ist hilflos, leider bei solchen Massen. Und jetzt leben sie wohl. Die Orgonenergie ist so tief in der Natur verwurzelt. Ja, sie ist Natur und ist dem Menschentheater fremd. Die Frage nach dem Ziel im Leben stellt sich nur der Mensch auf der Bühne.
Sie sind Dr. Reichs ehemaliger Assistent. Richtig. Ich bin Dr. Hamilton, der Gerichtspsychiater. Was kann ich für Sie tun? Er lehnt eine weitere Untersuchung durch mich ab. Ich würde ja gern helfen, aber... Eva, das ist Dr. Hamilton. Er soll deinen Vater begutachten. Miss Reich? Wissen Sie, wie es zu dem Unfall mit dem Radium kam? Hat es denn mit Ihrem Gutachten zu tun? Ich verstehe Ihr Misstrauen, Miss Reich, aber glauben Sie mir, ich darf eigentlich nicht einmal mit Ihnen sprechen. Warum tun Sie es dann, Dr. Hamilton? An der Oberfläche trägt der Mensch die künstliche Maske der Selbstbeherrschung und der zwanghaft unechten Höflichkeit. Damit verdeckt er die zweite Schicht. Dankeschön. Das Freudsche Unbewusste, in dem Sadismus, Neid, Perversion und so weiter in Schach gehalten werden. Diese zweite Schicht ist das Kunstprodukt der sexualverneinenden Kultur und wird bewusst meist nur als gähnende, innere Leere empfunden. Dr. Hamilton, ich bin Peter Hills. Ich bin der Staatsanwalt für den Bezirk Maine. Ich vertrete die FDA im Fall gegen Wilhelm Reich. Zigarette? Nein, danke. Dr. Reich ist ein faszinierender Fall, nicht wahr? Sie wissen, ich meine... Aus pathologischer Sicht müsste ich unbedingt noch einmal mit ihm sprechen. Ja, ich meine, er will aber nicht mehr mit Ihnen sprechen. Ja, mag sein. Aber das Gutachten ist noch nicht fertig. Tja, Dr. Hamilton, dieser Mann ist eindeutig. Genügt Ihnen das nicht? Ausschließen werde ich ganz bestimmt nichts. Auch nicht Ihre Befangenheit. Wissen Sie, ich bringe Ihnen gern ein Dutzend Wahnsinnige, die alle glauben, dass man sie zu Unrecht beschuldigt, aufgrund irgendeiner Verschwörung oder so. Aber letzten Endes sind sie deshalb keine besseren Menschen. Ich hoffe, ich schließe den Fall bald ab. Darf ich Ihnen kurz was vorlesen? Einen Augenblick nur. Worum geht es? Es geht um überaus aufschlussreiche Briefe. Die amerikanische Vereinigung für Psychoanalyse möchte der FDA danken und ihr effektives Vorgehen gegen Wilhelm Reich loben. Seine Theorien und Praktiken sind unserer Arbeit völlig fremd und es war uns bis jetzt leider nicht möglich, das zu unterbinden. Die Atomenergiebehörde bedankt sich für die gelungene Zusammenarbeit und möchte ausdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig es war, Reich aus dem Verkehr zu ziehen. Subjekte wie er stecken wie ein Dorn im gesunden Fleisch der amerikanischen Gesellschaft. Miss Reich? Ist das ein Zufall? Ich bin Ihnen von der FDA gefolgt. Hills vertritt weiter die Anklage. Wie kann das sein? Woher haben Sie dieses Buch? Aus dem FDA-Archiv. Die haben natürlich ein Exemplar, obwohl sie die Vernichtung befohlen haben. Die wichtigste Frage ist, was können die noch alles gegen meinen Vater unternehmen? Und, was denken Sie? Über seine Charakteranalyse? Er greift unsere Kultur hart an. Das biologische System des Menschen wird schon seit Ewigkeiten ruiniert. Der Wille des Babys wird gebrochen. Den Schaden fügt man ihm unmittelbar vor und nach der Geburt zu. Und genau das ist die Prägung für alles, was darauf folgt. In der Folge zieht sich das Kind zurück und resigniert mit einem großen Nein. Das Nein, der Trotz, die Wunschlosigkeit, die Meinungslosigkeit. Die Menschen sind stumpf, tot, uninteressiert. Und dann entwickeln sie ihre Pseudokontakte, Ersatzfreuden. Sie werden zu Henkern von Systemen, die die Würde des Menschen zerstören und verrotten unter der Schirmherrschaft von Pflicht und Ordnung. Aber warum experimentierte er mit Radium? Die Radiumexperimente im Akkumulator waren im vollen Gange, als ich nach Algernon zurückkam. Dein Vater ist zur Atomenergiebehörde gefahren, um seinen Bericht vorzulegen. Zur Atomenergiebehörde? Welchen Bericht? Er meint, die atomaren Tests im ganzen Land wären eine so unglaubliche Bedrohung für Mensch und Natur, dass wir uns kein Bild davon machen können, was wir damit alles zerstören. Er nimmt an, durch eine permanente Orgonbehandlung des Radiums lässt sich
Der Zerfall der Radiumatome stoppen oder neutralisieren. Du bist sein Fleisch und Blut. Aber ich schaffe es nicht mehr. Ilse. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube noch an deinen Vater. Aber ich fürchte, dass ich das zu hassen beginne, was ich einst in ihm bewundert habe. Wie kann man denn leben an der Seite eines Märtyrers? Die Bank will die Konten sperren und er träumt davon, die Welt zu retten. Ruh dich aus. Das geht nicht. Ich habe heute Nachtschicht. Was muss man da machen? Es ist ungewöhnlich, dass sie auf die Medikamente nicht reagiert. Was genau war das für ein Unfall? Wir arbeiten mit kleinen Mengen Radium, das sie offenbar nicht verträgt. Ich habe noch nie gehört, dass Radium die Leute krank macht. Ich spreche vielleicht mal mit meinem Uhrmacher. Siehst du, die Menschen wissen einfach nicht, wie gefährlich solche Strahlung wirklich ist. Uns eingeschlossen. Arme Eva. Ich hätte besser aufpassen sollen. Wir hätten besser aufpassen sollen. Ich liebe dich, Wilhelm. Aber ich muss dich verlassen. Und ich werde Peter mitnehmen. Du liebst und ehrst deine Eltern und dein Vaterland. Du bist stolz, Amerikaner zu sein und bist bereit, alles, was in deiner Macht steht, zu tun, um unsere demokratischen Werte zu erhalten. Du liebst und ehrst deine Eltern und dein Vaterland. Offenbar dauert der regressive Zustand etwas länger an, als wir erwartet haben. Alle Medikamente erstmal absetzen. Verzeihen Sie bitte. Herr Doktor, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Patient das aushält. Ich übernehme die Verantwortung. Dr. Cameron, Agent Klein, FDA, Sie als Präsident der Psychiatrischen Vereinigung Amerikas könnten mir vielleicht im Falle Ihres Kollegen Dr. Reich behilflich sein? Dr. Reich? Oh, er ist nie Mitglied unserer Vereinigung gewesen. Ich habe nur eine flüchtige Kenntnis von seinen absurden Theorien. Aber wäre es nicht folgerichtig zu sagen, dass seine Theorien eine Gefahr für das moralische Rückgrat der amerikanischen Gesellschaft sind? Gerichtsbeschluss. Hiermit wird festgestellt, eine Lebensenergie namens Orgon existiert nicht und Dr. Reichs Akkumulator wird als nutzlos beurteilt. Jeglicher Handel mit diesen Objekten ist verboten.
Also er hatte einen Herzinfarkt. Ja, das sagten die Ärzte. Aber ich glaube, er bekam von den aufgeladenen Rohren einen Elektroschock. Ich habe ihn zu Pauls Hütte gebracht, um mich dort um ihn zu kümmern. Vater, du solltest doch liegen bleiben. Die Ärzte haben dir Ruhe verordnet. Du bist wahrscheinlich der schwierigste Vater, den man sich vorstellen kann. Aber du bist doch der Interessanteste. Ich habe das hier im Boot gefunden. Ein Gerichtsbeschluss. Dir wird verboten, dass du... Ich weiß. Werde ich diesen Menschen meine Orgonenergie auch verständlich machen können. Sie haben mir sogar meine Bitte um eine Kommission aus wissenschaftlichen Experten abgelehnt. Aber warum warst du nicht wenigstens bei der Verhandlung? Weil ich keine Zeit habe für diese Spielereien. Ich muss meine Gedanken ordnen und meine Ideen zu Papier bringen. Hast du die dunklen Wolken über Organon bemerkt? Mein Vater war besessen von der Idee, die ungewöhnliche Atmosphäre, die über Organon lag, aufzulösen. Sie sprechen von Deadly Orgon Radiation, ja? DOR. DOR. Ja. Anfangs konnte er nur kurz daran arbeiten, aber ziemlich schnell gewöhnte er sich an die Atmosphäre. Und bald arbeitete er am Cloudbuster. Ja, ich hoffte, Sie würden es mir erklären. Ich habe nämlich in meinen Akten darüber nichts finden können. Dr. Reich? Er gab den Bau des Cloudbusters nach seinen Zeichnungen in Auftrag. Keiner von uns hatte anfangs eine Ahnung, was er vorhatte. Was ist das? Ich werde es Cloudbuster nennen. Seit ein paar Wochen gibt's hier keine Sonne. Nur Wolken. Sie meinen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Loch in den Wolken und den Rohren? Ja. Offensichtlich ist es wichtig, dass eine Verbindung zwischen Rohren und Wasser bestehen muss. Paul, was ist denn? Eva denkt, es ist alles vorbei. Nach diesem Urteil. Ach was. Was können die uns denn schon verbieten? Da. Hier. Sehen Sie. Sie sehen? Hallo. Wo warst du, Vater? In Organon. Und ich muss gleich wieder zurück. Gibt es irgendetwas zu essen? Ich werde gleich was für uns kochen. Vater, bitte geh da nicht allein hin. Nur allein sollte ich da hingehen. Sorg dich nicht, Eva, ich pass schon auf. Weißt du was? Ich habe das bestimmte Gefühl, dass nicht nur wir einen radioaktiven Unfall hatten. Wie kommst du darauf? Ich habe mit Murphy gesprochen, dem Bauern. Die leiden schon wieder unter der Dürre. Und seit wann ist das so? Seit man auch hier in unserer Gegend Atombombenversuche durchführt. Übrigens, seine Frau Sally ist schwanger. Du musst wissen, wie sich das Wetter entwickelt. Vater, bitte. Es ist schlimm genug, dass man dich als Arzt boykottiert. Seit wann kümmert uns, was die anderen sagen? Aber es ist wichtig. Nicht für mich. Ich bin vielleicht die Tochter eines Exzentrikers, aber ich sehe nicht zu, wie du dich immer mehr isolierst. Eva, dank Paul, dass ich hier wohnen durfte. Ich muss gehen. James, will you tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind? And that this... Wir haben lange nichts mehr von Ihnen gehört. Was wissen Sie über diese Maschine? Er hat sie in einem Brief erwähnt. Aber ich befürchte, Sie müssen jemand anderen auf ihn ansetzen. Ich bin Biologin. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Sie kleines Immigrantenmiststück. Sie sind genau die richtige Person für diesen Fall. Finden Sie mehr heraus über diese Maschine.
Offenbar entwickelt er da etwas, was sehr gefährlich ist. Und finden Sie heraus, zu welchen Schlüssen er kommt beim Radium-Experiment. Verzeihen Sie, aber wer sind Sie? Die Atomenergiebehörde interessiert sich jetzt auch für Dr. Reich. Well, you tell them in King Judah that everything being in God's hands, it cannot be other than good. 5, 4, 3, 2, 1. Es tut mir leid, es gibt nur Pasta. Ausgezeichnet. Chianti. Una notte italiana. Sie. Spüren Sie es auch? Ich meine, in der Luft? Ich dachte, Sie beantworten meine Frage. Offenbar ist alles davon betroffen. Die ganze Gegend, die Tiere, die Luft. Im Moment interessiert mich auch der Verrat an Jesus Christus. Warum sind Sie hier? Niemand ist hier. Verzeihen Sie mir bitte, mir ist irgendwie schwindelig. Ich bin gekommen, weil die Welt nicht gerecht zu Ihnen ist. Vielleicht sollte ich mit allem aufhören. Aurora Borealis. Und manchmal sieht man dieses Phänomen auch hier am Himmel. Haben Sie sich schon mal gefragt, was das Polarlicht wirklich ist? Nein. Eine kosmische Entladung von Argonenergie? Oder ein atmosphärischer Orgasmus? Es ist spät geworden. Oktober 1954. Ich sitze hier in Organon und bin ganz allein. Nach dem Unfall sind alle anderen von Organon weggegangen. Der einzige Zeuge hier ist dieser Aufnahmeapparat. Nach all meinen Bemühungen über Jahrzehnte in der Orgonenergieforschung, nach all der Zeit, dem ganzen Geld, den Opfern, gibt es keine Menschenseele, die versteht, was hier wirklich vor sich geht. Gibt es keine Menschenseele, die versteht, was hier wirklich vor sich geht. Sie, Dr. Reich? Sie kommen unangemeldet. Was wollen Sie? FDA, wir haben einen Gerichtsbeschluss. Wir müssen uns nicht anmelden. Unter zivilisierten Menschen wäre es selbstverständlich, sich anzumelden. Aber davon kann man ja wohl heutzutage nicht mehr ausgehen. Dr. Reich, wir überprüfen, ob Sie diese Akkumulatoren noch verwenden. Selbstverständlich werden die hier benutzt. Sie werden meine Forschungen nicht behindern. Entsprechend dem gerichtlichen Beschluss müssen Sie die Akkumulatoren funktionsunfähig machen. Ich dachte, in der Verfügung steht, die sind sowieso funktionslos. Und hier steht, sie sollten überhaupt nicht existieren?
Wir sind nur befugt, die Situation zu überwachen. Ich muss Sie bitten, die Geräte selbst zu zerstören. Paul, holen Sie die Bücher. Sind Sie jetzt zufrieden? Dr. Reich, wir tun hier nur unsere Pflicht. Ihre Pflicht. Ihre gottverdammte Pflicht. Eines verstehe ich nicht. Warum riskierte Ihr Vater alles und experimentierte mit dem Wetter? Ich meine, er wollte Regen machen, nicht wahr? Die Farmer haben ihm geglaubt. Und es begann zu regnen und ihre Ernte war gerettet. Dr. Hamilton, ist es nicht wahr, dass wir immer nur das sehen, woran wir glauben? So lange, bis wir im Angesicht eines drohenden Chaos die Kontrolle verlieren. Und dann fangen wir an, etwas Neues zu sehen. Paul, lass uns in die Wüste fahren. Ich war noch niemals in diesem Teil unseres Landes. Hast du keine Angst vor dem Atomtestgebiet? Du meinst wegen der verseuchten Luft? Nein, ich meine wegen unserer Experimente. Vielleicht lösen wir einen ähnlichen Effekt aus wie auf Orgonon. Das verlief nicht gerade glücklich. Wer braucht Glück, wenn wir Reich auf unserer Seite haben? Paul, ich bitte dich. Diesmal darf es auf keinen Fall ein schlimmes Ende nehmen. Wir sind hier, weil wir ihm helfen wollen. Abgesehen davon glaube ich, dass man auf ihn aufpassen muss. Du musst mir dabei helfen. Na, mein Freund, willst du mit deinem Opa auf UFO-Jagd? Woher wissen Sie das? Aber bitte sagen Sie es keinem. Sonst ist die Reise umsonst gewesen.
Das Regenmachen hat bei uns zu Hause funktioniert. Es gibt womöglich eine Verbindung zwischen den Rohren und dem Wasser. Ich kann ja verstehen, wie die Rohre in den Wolken Wasser bilden. Aber hier sind wir in der Wüste. Gibt es kein Wasser? Was erwartest du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Eva, ich weiß nicht, heißt nicht unbedingt, dass ich nicht eine leise Ahnung habe. Ich möchte offen bleiben und die Entwicklung beobachten. Danke, dass du mitgekommen bist. Du weißt bestimmt auch warum. Ich weiß, wie sehr du meinen Vater liebst. Nicht nur deinen Vater. Ist schon gut, ich weiß, du liebst ihn mehr als mich. Das akzeptiere ich. Also geht's bei der Liebe um Akzeptanz. Akzeptiere das Unerwartete. Wo ist deine Schwester? Weiß ich doch nicht. Du weißt es nicht? Dass du es nicht weißt, bedeutet aber nicht, dass du keine Ahnung hast, oder? Ich habe gedacht, ihr beide schlaft schon. Ich hatte vielleicht einen Infarkt, aber ich bin noch hier. Und wir haben euch vermisst. Es wird jetzt schon früh dunkel. Nehmen Sie es nicht so persönlich. Komm, Peter, ich habe deiner Mutter versprochen, dass ich dich zurückbringe. Bitte, Papa. Ich möchte bei dir bleiben. Wir beide werden bald wieder auf eine Expedition gehen. Ich verspreche es dir. Einverstanden? Ja. Babs? Ich musste sie wiedersehen. Das ist es also. Wow. Sagen Sie mir, wie es funktioniert? Haben wir genug Zeit? Aber ja, deshalb bin ich hier. Ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe vor Gericht und alles, wofür ich gelebt habe, hat auf einmal keine Gültigkeit mehr. Die Zukunft wird zeigen, wer recht hat und wer nicht. Und die Zukunft ist wann? Morgen? In 10 Jahren? Oder in 1000? Neugierig bin ich, wohin das alles führt.
Versteckspiel ist vorbei, Dr. Reich. Es liegt ein Haftbefehl wegen Missachtung des Gerichts gegen Sie vor. Wir müssen Sie mitnehmen. Verzeihen Sie die Störung. Schon gut, schon gut. Kommen Sie mit, wir können uns auf dem Weg zum nächsten Loch unterhalten. Ich habe Ihr Gutachten gelesen. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie müssen diese Farce beenden. Ich habe Dr. Reich als geistig abnormal bezeichnet, aber nicht, weil ich es glaube, sondern... Und warum dann? Unter uns gesagt, Sie haben doch dieses Gutachten veranlasst, weil Sie auch von seiner Unschuld überzeugt sind. Er dient vielleicht als Sündenbock. Ich glaube nicht, dass Dr. Reich unschuldig ist. Ich glaube nur, dass er kein Krimineller ist. Ich dachte, Richter sind bestrebt, klare Urteile zu fällen. Was wollen Sie eigentlich? Dieser Fall stinkt doch zum Himmel. Dr. Hamilton, warum finden Sie mich wohl auf dem Golfplatz und nicht im Gericht? Ich nehme an, Sie genießen Ihre wohlverdiente Freizeit. Ja, genau. Solange es Gott noch will. Tja, man hat mich vom Fall Reich abgezogen und pensioniert. Aber genau das meine ich doch, Sir. Ist es nicht merkwürdig, dass Zufälle wie dieser ständig passieren? Nein, ich habe vor 5 Jahren die vorzeitige Pensionierung beantragt, um eine kranke Frau zu pflegen. Sie ist leider von uns gegangen. Vor 2 Monaten. Tut mir leid. Es ist vielleicht besser, man akzeptiert den Zufall als Schicksal. Also, Dr. Hamilton, wollen Sie Ihrem Gutachten noch etwas hinzufügen? Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass Dr. Reich nicht einfach ein Verrückter ist, obwohl er auch irrational gehandelt hat. Ich glaube, er leidet an Schizophrenie und Größenwahn. Das heißt für mich, er kann für die Missachtung des Gerichtsbeschlusses nicht zur Verantwortung gezogen werden. Also ich denke, Dr. Hamilton hat sich überaus viel Zeit genommen, in dem Bemühen, seiner Aufgabe gewissenhaft gerecht zu werden. Womöglich zu viel Zeit. Es drängt sich mir der Eindruck auf, seiner Einschätzung fehlt die nötige Objektivität. Für mich ist der Fall klar. Ich sehe keine Diskrepanz zwischen Dr. Reichs Stellungnahmen und seinem Verhalten. Überhaupt nicht. Ich erkläre diese Anhörung für beendet. Dr. Wilhelm Reich ist für sein Handeln absolut verantwortlich. Das Verfahren wird fortgesetzt. Aber wieso? Es war doch meine Aufgabe, eine Beurteilung... Danke, das ist alles. Machen Sie sich das Leben nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Aber die Anklage unterliegt einem Irrtum. Und Sie auch. Dr. Reich respektiert unsere Gesetze nicht. Mein verehrter Kollege, entschärfen wir die tickende Zeitbombe, bevor sie explodiert. Und was, wenn er recht hat? Am besten, Sie vergessen diesen Hokuspokus. Geben Sie auf sich Acht. Alles andere könnte auch für Sie gefährlich werden. Wenn es mir manchmal schlecht geht, frage ich mich nach dem Sinn, Kranke zu heilen. Da wir ja von Beginn an geschädigt sind. Ein endloser Kreislauf. Es geschieht seit Jahrtausenden von der Geburt bis zum Tod. Die kosmische Energie, die Orgonenergie, folgt ihrem eigenen Prinzip. Ob wir daran glauben oder nicht. Ob wir krank sind oder gesund.
Auch dann, wenn die Menschheit überhaupt nicht mehr existiert. Was schreiben Sie denn da? Wer will das wissen? Sie sind ein misstrauischer Mensch. Sagen Sie mir einen Grund, es nicht zu sein. Lesen Sie Ihre Bücher. Sie selbst träumen von ungepanzerten Empfindungen der Kinder, die heute noch nicht geboren sind. Leider nicht. Aus medizinischer Sicht könnte man sie dafür womöglich für geisteskrank halten. Ich bin Dr. Cameron, Vorstand der Psychiatrischen Vereinigung Amerikas. Ich weiß. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, Sie in unsere Vereinigung aufzunehmen. Warum haben Sie sich nicht dagegen gewehrt? Weil ihr ein Haufen Idioten seid. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich will da weitermachen. Sie werden Ihr gerechtes Urteil bekommen. His father died. They left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. As if someone had spread butter on all the fine points of the stars, because when he looked up, they started to slip. And he put his head in the crooks of his arms and he started to drift to any ever should slide open and he went inside of it and saw his daddy and the controls streaming beads of light. He saw his daddy and the control, and it was very different tonight. God, who's not human? He was not human. Little boy's face lit up with such a naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And they looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out, "No, Daddy, don't leave me here alone. Take me out, Daddy, don't have pity on the ship. Let the ship fly."